Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei Path of Exile 2. Heute ist es endlich soweit. Nach unzähligen Stunden im Spiel und vor allen Dingen auch in Path of Building kann ich euch voller Stolz meinen persönlichen Lieblingsbild im Early Access vorstellen. Also falls du etwas für Charaktere übrig hast, die sich eher der dunklen Seite der Magie bedienen, screenweite Zerstörung anrichten und Endgame-Map-Boss in Sekunden ausbluten lassen, dann bist du hier genau an der richtigen Stelle. Ich erkläre dir in diesem Video alles, was du wissen musst, um dem Bild nachzubauen und eine Menge Spaß im Spiel zu haben. Wenn wir uns den Skilltree zusammen anschauen, dann siehst du hier vielleicht ein paar Sachen und fragst dich, wie passen die eigentlich zusammen? Wir haben zum einen Punkte, die die elementaren Fähigkeiten verstärken. Wir haben auf der anderen Seite Punkte, die Blutungschance erhöhen oder auch die Blutungsstärke erhöhen. Und wir haben ja auch noch ein paar Punkte, die in den Crit-Schaden hereingehen. Wie passt das Ganze eigentlich zusammen? Zunächst einmal müssen wir sagen, wir haben zwei Hauptangriffsfähigkeiten und das sind Snipe und Spiral Volley. Beide ziehen ihre Kraft in diesem Bild primär aus den Elementen Blitz und Eis. Wichtig ist, dass beide Skills mittlerweile unterschiedlichen Waffensets zugewiesen sind, das heißt, sie bedienen sich auch unterschiedlicher Skillpunkte und werden dabei den verschiedenen Elementen Blitz und Frost separat zugewiesen. Wir haben darüber hinaus mit Herald of Ice und Herald of Thunder zwei, ich sage jetzt mal Auren, obwohl das technisch nicht ganz richtig ist, die zusammen mit Spiral Volley den Map Clear und die Rares übernehmen. Deshalb brauchen wir nicht nur den fixen Elementarschaden, sondern vor allen Dingen auch Freeze- und Schockaufbau, damit sich eben Herald of Ice und Herald of Thunder gegenseitig triggern können. Und das führt dann zu diesen riesigen Explosionen und dass kleinen Mobs einfach von sich aus explodieren. Zusätzlich haben wir mit Snipe einen Single-Target-Nuke, der Bosse in Sekunden ausbluten lässt. Warum gerade der Blitzschaden für Snipe-Blutungen wichtig ist, das möchte ich dir gleich erklären. Zunächst einmal müssen wir uns die Mechanik hinter der Fähigkeit anschauen. Snipe ist ein Skill, den man über eine gewisse Zeitraum channeln muss und wenn man ihn dann zum richtigen Zeitpunkt loslässt, entfaltet er sein volles Zerstörungspotenzial und bekommt sogar einen kleinen AoE-Kreis dazu. Das ist vielleicht bei den Skill Gems gleich nochmal ganz wichtig. Wichtig ist auch, dass dieser perfekte Schuss ein garantierter kritischer Treffer ist. Deswegen muss ich auf dem Tree auch gar nicht groß in Crit-Chance investieren, sondern gehe einfach nur auf den kritischen Bonusschaden, den ich dann bekomme, weil Snipe kritisch trifft. Vorausgesetzt, ich wende ihn richtig an. Zudem ist Snipe die Fähigkeit, mit der wir die großen Blutungsschaden verursachen. Und das natürlich nur bei Bossen. In ganz normalen Karten sind die Rares sowieso ziemlich schnell tot, da brauchen wir das nicht. Aber bei Endbossen, bei Map-Bossen, da kommt Snipe zum Einsatz und vor allen Dingen auch die Blutungschance. Deswegen siehst du hier auch auf dem Tree einige Sachen, die gerade die Zustände, also die Ailments betreffen. Die sind nur speziell Snipe zugewiesen, da wir bei Spiral Volley nicht so viel Wert auf die Blutung legen. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Elementen zurück. Warum ist gerade Blitzschaden für Snipe super, wenn es darum geht, die Höhe der Blutung zu beeinflussen? Grundlegend gilt, dass Blitzschaden Gegner schocken kann. Geschockt sind diese dann für 4 Sekunden und sie bekommen in der Zeit 20% mehr Schaden. Das ist erstmal grundlegend so, ist aber noch ein bisschen abhängig davon, wie hoch der Schock dann nachher wirklich ist. Du siehst da verschiedene Prozentzahlen. Fürs Erste sollte es aber hier genügen, um so ein Basisverständnis zu haben. Also geschockte Gegner nehmen erstmal 20% mehr Schaden auf. Das Interessante ist, dass diese Schadenserhöhung sich auch direkt auf die Blutungsintensität auswirkt. Das heißt, unsere Blutung wird größer, je größer der Schock ist, den wir auf dem Gegner vorher platziert haben. Falls du dich jetzt fragst, Moment, eigentlich kann aber nur physischer Schaden Blutung tatsächlich hervorrufen, dann müssen wir natürlich noch auf das eingehen, was die Blood Mage so besonders macht, und das ist dieser Ascendancy-Punkt hier, Blood Barbs. Dieser sorgt dafür, dass sich der Elementarschaden direkt auf die Blutungsintensität auswirken kann. Und das gibt es eben bei keiner anderen Charakterklasse in Path of Exile 2. Nehmen wir das jetzt alles zusammen, haben wir einmal einen garantierten kritischen Treffer, wir haben einen Schadenswert, der sich sowohl aus physischem Schaden und auch elementaren Schaden speist, und wir haben einen Schockeffekt, der die hervorgerufene Blutung ebenfalls nochmal erhöht. Dann kann man sich jetzt schon mal grob vorstellen, wie stark der Single-Target später ausfallen wird. Alles weitere zum Skilltree kannst du dir in Ruhe im Path of Building anschauen. Ich glaube aber, dass das jetzt erstmal eine ganz grundlegende Unterscheidung war, um überhaupt zu verstehen, warum wir manche Punkte hier überhaupt wie verteilen. Im Rahmen der Gems möchte ich als erstes mit dir über Spiral Volley sprechen. Das hier ist eine sehr interessante Fähigkeit, denn sie bufft sich selber, indem du Frenzy Charges konsumierst. Zum einen verursacht Spiral Volley pro Frenzy Charge 20% mehr Schaden und 100% mehr Schaden, wenn du überhaupt eine Frenzy Charge konsumierst. Du bekommst aber nicht nur einfach mehr Schaden dazu, sondern auch noch mehrere Chains pro verbrauchter Frenzy Charge.
Da Frenzy Charges so wichtig sind, wollen wir das Ganze mit Perpetual Charge unterstützen. Diese Fähigkeit bedeutet nichts anderes, als dass wir eine 35%ige Chance haben, dass keine Charge verbraucht wird, wir aber trotzdem den Bonus für Spiral Volley bekommen. Darüber hinaus unterstützen wir das Ganze noch mit Ice Bite, Cold Infusion und Glaciation. Das ist im Grunde alles dafür da, um Herald of Ice zu unterstützen, dass wir möglichst schnell Freeze-Aufbau haben und diese Kälte-Explosion erzeugen können. Inspiration habe ich auch noch mit reingenommen, da ich schon gemerkt habe, dass die Mana-Kosten teilweise ein bisschen hoch sind, was gerade als Blood Mage beim Mapping etwas hinderlich sein kann. Wie bereits erwähnt, ist Snipe ein bisschen tricky, weil wir diesen perfekten Schuss haben wollen. Die erste Fähigkeit, die ich hier habe, macht das Ganze auch noch ein bisschen schwieriger, da sich das Zeitfenster um 25% verkleinert, indem wir einen perfekten Schuss haben. Aber wir haben auf der anderen Seite einen großen Bonus, den wir dadurch bekommen, nämlich 50% mehr Schaden, wenn es genau rechtzeitig losgelassen wird. Wenn wir das Ganze schaffen, erreichen wir auch einen kleinen AOE-Einschlag und das bedeutet nichts anderes, als dass wir Concentrated Effect benutzen. Das heißt, der wird zwar kleiner, der Einschlagsort, das ist aber im Grunde egal, denn der Boss ist Boss, wir haben ja ein Single-Target, aber der Schaden in diesem Gebiet wird um 40% größer. Da wir ein Blutungscharakter sind, nehmen wir die nächste Support-Fähigkeit natürlich auch mit, das ist Deep Cuts. Wir haben zwar einen geringeren Einschlagsschaden, 25% klingt erstmal viel, wenn wir das aber damit aufwiegen, dass wir 75% erhöhte Blutungswerte haben, dann ist das natürlich für mich ein Must-Pick. Darüber hinaus haben wir noch Primal Armament, 25% mehr Elementarschaden, wir machen fast ausschließlich Blitzschaden, unsere Blutung speist sich aus Elementarschaden, das ist auch ein No-Brainer, den nehmen wir mit dazu. Und als letztes haben wir hier noch Super Critical. Wir haben zwar den Nachteil, dass wir 20% weniger Chance auf kritische Treffer haben, da wir mit Snipe aber sowieso immer kritisch treffen wollen, wenn wir nämlich diesen perfekten Schuss machen, bleibt eigentlich nur noch der Vorteil und das ist 100% Bonus auf unseren kritischen Trefferschaden. Über die übrigen Gems möchte ich gar nicht mehr so viel sprechen. Zum einen haben wir hier Herald of Thunder und Herald of Ice. Guckt euch in Ruhe an, was ich da als Support genommen habe. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern ich habe das erste Mal bei Fabgun gesehen. Der hat diese Interaktion vorgestellt, bei denen sich die beiden gegenseitig triggern, was wiederum zu so einem extremen Map-Clear führt und mittlerweile in ganz vielen Attack-Based-Builds benutzt wird. Also das ist nicht meine Erfindung. Grim Feast ist ganz schön, da wir dadurch unseren Energy Shield verdoppeln können. Je nachdem, wir müssen dann einfach diese kleinen Dinge auf dem Boden aufsammeln, wenn wir Gegner umgebracht haben. Und dann haben wir den Overflow beim Energy Shield. Dazu haben wir auch noch Overflow bei unserem Leben als Blood Mage. Und das führt ganz schnell dazu, dass wir 8.000 bis 9.000 Lebenspool haben, was extrem viel ist. Combat Frenzy ist ganz wichtig. Wir müssen Frenzy Charges generieren über Freeze und über Schock. Und das brauchen wir natürlich, um das dann in Spiral Volley zu dumpen. Oder aber auch für den Single Target. Wir haben hier Barrage, das ist eine Buff-Fähigkeit. Wir benutzen Barrage, bevor wir Snipe machen. Und Barrage bufft sozusagen unseren Snipe, indem Snipe mehr Pfeile bekommt. Die können auch gleichzeitig treffen und Shotgun. Ich wurde bereits im letzten Video gefragt, ob das auch sich auf die Blutung auswirkt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Das müsste man nochmal nachkontrollieren. Es gibt so viele Bugs und auch Path of Building funktioniert noch nicht einwandfrei ohne Bugs. Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen, aber der Shotgun-Effekt ist auf jeden Fall da. Das bedeutet, dass wir unseren initialen Einschlag mit Barrage auf jeden Fall erhöhen können. Und ihr habt das auch bei den Single-Target-Demos gesehen. Das ist eine Menge Schaden, der da rauskommt. Okay, wie sieht es mit dem Gear aus? Hier starten wir als erstes mit den Sachen, die uns direkt Schaden geben. Wir haben hier zum einen den Widowhail-Bogen. Dieser ist ganz besonders, da er an sich nicht viel Schaden im Gepäck hat. Wir haben hier 3 bis 60 Blitzschaden durch die Sockel, aber er verstärkt unseren Köcher um 246%. Dieser hat ebenfalls Blitzschaden, denn denkt dran, wir wollen beim Snipe einen möglichst hohen Schock haben, also wir wollen Blitzschaden haben. Dazu kommen die üblich Verdächtigen wie eine Erhöhung des Bogenschadens, also von Bogenskills. Wir erhöhen unsere Projektilgeschwindigkeit um 40%. Auch das wird umgewandelt in Bogenschaden auf unserem Passive Tree. Was ebenso wichtig ist, ist plus 2 Level auf alle Projektilskills. Auch das wird dann mal 2,46 genommen, sodass wir viele Level insgesamt dazu kriegen. Und Snipe hat am Ende ein Level von 30. Und das wirkt sich natürlich auf den Schaden auch aus. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass sich der Widowhail-Bogen auch auf den impliziten Wert auswirkt. Das heißt, wir haben nicht nur 15% Chance, mit unseren Treffern eine Blutung hervorzurufen, sondern wir sind bei fast 37%. Und das schafft eine Menge Raum bei den Juwelen, die wir uns später nochmal genau angucken.
Wechseln wir jetzt die Waffen auf das Spiral Volley Setup, dann haben wir hier noch einen Bogen, der physischen Schaden als Grundlage hat. Ob das jetzt optimal ist, weiß ich gar nicht genau. Also wir könnten auch genauso gut einen Bogen nehmen mit Kälteschaden, denn bei Spiral Volley geht im Grunde alles darum, dass wir Freeze-Aufbau haben, um damit dann Herald of Ice auszulösen. Die sind mittlerweile auch hier auch ziemlich teuer geworden, da gibt es bestimmt günstigere Alternativen. Der Köcher ähnelt dem ersten sehr stark, wir haben aber hier auch noch Cold Damage mit dabei, was wiederum zu dem passt, was ich gerade schon gesagt habe. Ganz wichtig sind die Ringe. Auf beiden Ringen haben wir eine Menge Elementarschaden, der dazu kommt. Immer Cold und Lightning Damage. Das Ganze wird dann nochmal schön gebufft durch unseren Gürtel um 76%. Das kommt also nochmal on top und das macht eine große Portion unseres Schadens aus. Und der Schaden wird weiter skaliert, indem wir hier die Hände der Weisheit und Aktion nehmen. Und hier kommt eine Menge Lightning-Schaden zusammen und auch noch ein bisschen Attack-Speed. Die meisten Attack-Based-Builds benutzen diese Handschuhe momentan. Ich bin mal gespannt, ob die genervt werden. Wahrscheinlich, weil es einfach zu einseitig sonst ist. Bei den Schuhen ist es einfach ganz traditionell. Energy Shield, die war nicht besonders teuer. Ich glaube 1 oder 2 Divine haben die gekostet. Wir haben Leben drauf, ein bisschen Rarity für Magic Find. Das gleiche gilt für den Helm und auch für den Brustschutz. Hier haben wir aber auch noch Evasion Rating mit dabei, da wir schon versuchen nebenbei ein bisschen Evasion Rating zu skalieren. Insgesamt kommen wir momentan auf eine Ausweichwertung von 60%. Das zusammen mit dem Energy Shield Pool und dem Lebenspool führt schon dazu, dass wir eine Menge aushalten. Das Amulett ist noch wichtig. Hier haben wir zum einen Spirit drauf, das brauchen wir auch, um all unsere Auren zu reservieren. Wir haben Leben, auch hier nochmal +2 auf alle Projektil-Skills und ein bisschen Energy Shield und Evasion Rating drumherum. Nichts Besonderes. Erwähnenswert ist an dieser Stelle noch, dass wir unser Amulett mit Distilled Emotions verzaubert haben und wir haben hier auf dem Passive Tree Bloodletting ausgewählt, da er auch unsere Blutung verstärkt. Nebenbei kannst du hier bei Path of Building auch das Rezept für die Distilled Emotions sehen. Zum Abschluss möchte ich noch einmal auf die Juwelen zu sprechen kommen. Wir haben hier hauptsächlich Juwelen ausgewählt, die die Blutungschance erhöhen, die die Blutungsdauer erhöhen, sowie auch die Blutungsintensität. Darüber hinaus haben wir aber auch eine kontrollierte Metamorphose mit einem medium großen Ring. Das ist ganz wichtig, wir haben versucht, die negativen Resistenzen möglichst gering zu halten. Darüber hinaus ist der Megalomaniac-Diamant ganz wichtig. Der gibt uns nämlich Eternal Bleeding. Darüber hinaus haben wir auch noch Pressure Points ausgewählt. Der sorgt dafür, dass wir noch mehr Freeze Build-Up haben. Den Rest würde ich sagen, schaust du dir einfach in Ruhe an. Das Video ist schon lang genug und ich glaube, das erklärt sich auch von alleine. So Leute, jetzt habt ihr es geschafft. Das ist das Ende des Guides. Es ist mein erster Guide, den ich für Path of Exile 1 oder 2 gemacht habe. Es hat super viel Spaß gemacht, war mega anstrengend. Ich hoffe, du hast vielleicht ein bisschen was gelernt. Freust dich jetzt drauf, den Bild auszuprobieren. Wenn du magst, kannst du an dieser Stelle gerne ein Like oder ein Abo oder einen Kommentar da lassen. Das hilft mir und meinem kleinen Kanal auf jeden Fall weiter, um ein bisschen an Reichweite zu gewinnen. Pass auf dich auf, viel Spaß beim Spielen, bis bald!